Im Frühjahr 2020 kamen aufgrund von Corona auch unsere Filmaktivitäten komplett zum Erliegen. So entdeckten wir den ehemaligen Standardübungsplatz im Osten von Landshut als Ausflugsziel. Hier trainierten bis 1994 die gerade prominent in der Diskussion befindlichen Leopard 2 Panzer. Zurückgelassene Ketten, Fahrschulhügel, Stellungen, der Spritzstand und die bombastische Panzerwaschanlage erzählen noch aus dieser Zeit. Damit die Straßen bei der Rückfahrt in die nahe Schochkaserne nicht verschmutzt wurden die Panzer hier vom Dreck gereinigt. Das ölverdreckte Wasser floss dann in 2 Absinkbecken und wurde dann umweltgerecht entsorgt. Seit 2001 ist dies nun ein Naturschutzgebiet und ist die Heimat vieler geschützter Arten. Die Fahrspuren und kleinen Tümpel sind ideale Plätze für die Gelbbauchunken. Im Frühjahr kommen die Kröten zum Laichen, hier eine größere Orgie. Was ist denn da? Dazu Molche und Ringelnattern. Und die Kröten hinterlassen Myriaden von Kaulquappen. Und diese Tiere interagieren dann entsprechend miteinander. Hier badet ein Sperber und wird links oben vom Eisvogel beobachtet. Und mittendrin immer die Libellen. Ameisen haben wegerecht. Und diese wunderschönen Libellen, hier ein Vierfleck, sind für Fotografen und Filmer natürlich extrem anziehend. Oder die gemeine Heidelibelle. In der naiven Vorstellung des Filmers fliegen die schön auf der Stelle wie Hubis. Nein, warte, die heißen jetzt Helis. Hier mit einem Blick ins Quadrupop Turbotriebwerk. Die Realität dieser absoluten Flugkünstler sieht dagegen ganz anders aus. Und das ist 5-fache Zeitlupe. Wie die meisten Aufnahmen. Echtzeit macht auch oft einfach keinen Sinn, wie hier. Und so scheiterte ich anfangs episch. Doch dann packte mich der Ehrgeiz und so lernte ich auch sehr viel über diese wundervollen Lebewesen. Also gerade hinsetzen, aufpassen. Biologie, Lehrplan, 8. Klasse. Libellen, lateinisch Odonata für entdecken, sind eine Ordnung der Insekten. Die Körper der Libellen gliedern sich in Kopf, Thorax, Brust und den Hinterleib, der fast immer aus 10 Segmenten besteht. In der Brust sind hauptsächlich die Muskeln für den Flugapparat. Im Hinterleib dagegen sind die Tracheen für die Atmung. Hey, wir sind fein noch nicht fertig. Ah ja, Herz, Darm, Geschlechtsorgane länglich untergebracht. Es gibt 2 Unterordnungen. Die Kleinlibelle hat kugelförmige, auseinanderstehende Augen, die Flügel sind nach hinten raus angebracht und werden beim Sitzen nach hinten zusammengefaltet.
Bei den Großlibellen bedecken die Komplexaugen mit bis zu 30.000 Einzelaugen einen Großteil des Kopfes und stoßen in der Mitte zusammen. Die Flügel sind am Rücken und bleiben beim Sitzen ausgebreitet. Stirn und Kopfschild, Oberlippe, Oberkiefer und Unterkiefer. Hier sieht man das Mosaikjungferweibchen schön atmen und das ist die Atemöffnung dazu. Und dort übrigens die Öhrchen. Hier sieht man schön die Sehnen an den Flügeln. Die großen Muskeln dazu sind in der Brust. Libellen sind mit 95% Fangquote die erfolgreichsten Jäger des Tierreichs. Nur einer von 20 Angriffen schlägt fehl. Dieser Kamerad war gerade mal 3,3 Sekunden weg und hat irgendwas gefangen. Und das Anfang November bei 10 Grad. Das liegt zum einen an den unglaublichen Flugkünsten und dem Reaktionsvermögen, aber auch an der exzellenten Antizipation der möglichen Flugmanöver ihrer Beute. Und was vorne reinkommt, muss auch hinten wieder raus. Die Konstruktion des Flugapparats wird immer noch wissenschaftlich untersucht. Der Knick dient der Stabilität, das farbige Flügelmal ist eine Art Gegengewicht und verhindert zu starkes Flattern. Anders als Schmetterlinge und viele andere Arten können Libellen die Flügel einer Seite unabhängig bewegen. Sie beherrschen aber auch den Segelflug, hier durch die Schärfeebene der Kamera. Und das sogar stehend. Gebänderte Prachtlibellen beherrschen auch den Taumelflug, der von Schmetterlingen bekannt ist. Anfangs war mein Problem, ich sehe die Libelle, schaue durch den Sucher und da ist nichts. Und man weiß nicht, ist die rechts oder links oder schon weg. Dann habe ich mir eine Art Zielverrichtung gebaut und zielte über den Blitzschuh durch diese Markierung und konnte so alle diese tollen Aufnahmen machen. Bei eben manueller Schärfevoreinstellung gab es aber immer noch genug Ausschuss. Wo Libellen sind, findet man Flügel. Vögel beißen die beim Fang ab, damit die nicht mehr weg können, aber auch, weil sie als Nahrung absolut wertlos sind. 0 Kalorien. In der Nachbarschaft leben auch viele Räuber, wie die Wasserläufer, die ulkige Schatten werfen. Erst in der Zeitlupe sieht man, dass die Wasserläufer eigentlich zum örtlichen Ruderverein gehören. Ins Wasser fallen sollte man besser nicht. Die Wasserläufer sind Jäger und saugen ihre Opfer aus. Und ins Wasser fallen ist gar nicht so selten. Es ist schön zu sehen, wie viele Tiere diese kleinen Oasen als ihre Lebensräume entdeckt haben. Und ja, ich habe die alle mit Stöckchen gerettet. Der Wasserläufer ist noch mit der Wespe beschäftigt, doch dann kommt alles anders. Habt ihr es gesehen? Der Wasserläufer entkam tatsächlich. Eigentlich muss ich den Mosaikjungfern dankbar sein, dass sie so schwer zu filmen sind. Nur so entdeckte ich nach und nach die vielen Tiere hier, wie diese nach Nahrung tauchende Ringelnatter. Und eine Wespe, die nicht vorsichtig genug war. Ja, wie jetzt? Wespenfressen ist gar nicht so einfach. Libellen sind mit 300 Millionen Jahren die ältesten Fluginsekten. Und in Frankreich wurde ein versteinertes Exemplar mit 70 cm Durchmesser gefunden. Das Wort Libelle wurde 2004 zum schönsten deutschen Wort gewählt. Im Englischen heißen die Großlibellen Dragonfly, also Drachenfliege. Das erinnert etwas an Grisou. Und die Kleinlibellen Damselfly, also Maid, unverheiratete Frau. Weil wir gerade bei unverheiratet sind. Bei der Paarung greift das Männchen dem Weibchen in den Nacken und hält sie so fest. Das ist wie Schlüssel und Schloss und passt nur bei der gleichen Art. Damit ist das Weibchen im Verbund immer hinten.
Da das primäre Geschlechtsorgan des Männchens im Segment 9 des Hinterleibs ist, befindet sich das nun hinter dem Kopf des Weibchens. Nicht unbedingt eine gute Position. So krümmt sich das Männchen und berührt damit das zweite Segment und füllt sein Sperma praktisch in eine Samentasche um. Erst dann kann die Vereinigung stattfinden, bei der das liegende Herz entsteht. Wer sich das wohl ausgedacht hat? Und bei dieser Sechsstellung hängen schon mal die Beine des Weibchens in der Luft. Aber das kennen Sie sicher. Libellen können auch in dieser Position fliegen. Und wie? United Airlines eben. Das nennt man dann wohl Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich konnte mich nicht der Tatsache erwehren, dass dies durchaus aggressiv geschieht. Die fliegt wohl nicht auf ihn. Diese Bildfolge erinnert schon eher an Alien. Oder hier, das ist sogar in Zeitlupe zu schnell. Me too. Manche legen zur Sicherheit gleich die Beine in den Nacken. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die Weibchen oft eine andere Farbe haben. Weltweit gibt es etwa 6400 Arten, davon 140 in Europa und 80 in Deutschland. Dazu kommt, dass Weibchen fast immer anders aussehen wie Männchen. Die meisten, die Sie sehen, sind wohl Männchen. Die Weibchen verstecken sich meist und jetzt wissen Sie auch warum. Und so sind die Arten oft nach dem Aussehen der Männchen benannt. Hier großer Blaupfeil, wenn das die Genderfraktion mitbekommt. Dazu kommt auch noch, dass frisch geschlüpfte, unreife Libellen noch einmal anders aussehen. Hier wird gerade die gelbe Farbe durch die blaue Farbe ersetzt und die fehlenden Kratzspuren deuten darauf hin, dass sich dieses Männchen noch nicht gepaart hat. Läuft die Paarung immer gleich ab, so gibt es bei der Eiablage sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Das gar nicht blaue, blau-grüne Mosaikjungferweibchen, wir erinnern uns, Weibchen sehen etwas anders aus und die Farbbezeichnung im Namen bezieht sich oft auf das Männchen, hat einen Stachel und sticht nun in Pflanzen und impft sie so mit ihren Eiern. Sie sind dabei alleine aktiv. Dies ist eine braune Mosaikjungfer. Das braune Geflecht am Ufer wurde übrigens als Ausstiegshilfe angebracht und weil während der großen Hitze 2018 die Frösche am Beton festgeklebt waren. Die Hufeisen-Azur-Jungfern, hier die Hufeisenzeichnung, legen es im Verbund mit dem Männchen, die wie Teleskopstangen wirken, im Wasser ab. Ein kleiner Plausch zwischendurch darf nicht fehlen. Die Binsenjungferpärchen, hier sieht man schön, wie sie zum Flug das Fahrwerk einziehen, platzieren ihre Eier dagegen in Ritzen der Rinde in kleinen Bäumchen, meistens Weiden. Das Männchen ist metallisch grün, das Weibchen mehr kupferfarben. Die abgeknickten Segmente des Hinterleibs erinnern schon eher an Scharniere. In diesem Bäumchen geht es ziemlich zu. Hier sind gleich mehrere Pärchen mit der Eiablage beschäftigt. Zu Fuß gehen sieht man sie, wie diese Winterlibellen, dagegen eher selten. Dieses gemeine Becherjungfermännchen ist nicht so gemein und will sein Weibchen ertränken, sondern das Weibchen taucht zur Eiablage. Und das Männchen passt auf. Sie nimmt dabei in den Härchen Luftblasen mit und holt sich dann nach mehreren Minuten nochmal neue Luftbläschen. Bei der gemeinen Heidelibelle kommt hinten nun das Ei heraus und wird dann kunstvoll ins Wasser gepeitscht. Dann kommt das nächste Ei und so weiter. Und das natürlich in atemberaubender Geschwindigkeit. Mein Finger zum Größenvergleich. Hier kann man dem Ei schön folgen. Erst im nächsten Frühjahr schlüpfen nun die Larven unter Wasser. Sie leben dort 2 bis 5 Jahre und häuten sich bis zu 14 Mal.
Es ist alleine für die 80 deutschen Arten immer noch nicht das Aussehen aller Entwicklungsstadien der Larven kartiert. Die Larven sind gute Schwimmer und atmen durch Kiemen im Hinterleib. Haben Sie es gesehen? Die Larven haben eine Fangmaske. Und hier die Larve einer Kleinlibelle, die etwa 3 cm lang ist. Frühmorgens. Die Kaulquappen schlafen noch. Die Fische fangen Insekten. Diese gebänderte Prachtlibelle ist an ihrem Schlafplatz noch ganz in Tautropfen gehüllt und trocknet langsam. Am Ende der Entwicklung klettert die Larve auf ein Schilfrohr oder Bäumchen und versucht sich fest einzuhaken. Die Larve hat sich bei der letzten Häutung schon in eine Libelle verwandelt und der Schlupf beginnt deshalb fast sofort. Hier sieht man schön, wie die Flügelstummel aus der Hülle gezogen werden. War bisher vieles in Zeitlupe, so sind diese Aufnahmen nun im Zeitraffer. Libellen leben in anderen Zeitdimensionen. Der ganze Vorgang dauert etwa 20 Minuten. Das Hinterleibende bleibt als Anker in der Larvenhülle, bis der Körper und die Beine nach 30 Minuten getrocknet sind. Nun wechselt die Libelle die Position und entfaltet innerhalb von 10 Minuten die Flügel. Diese trocknen dann je nach Witterung 1 bis 2 Stunden und werden dann ausgebreitet. Es handelt sich um eine große Königslibelle. Zurück bleiben die leeren Hüllen, Exuvien genannt. Das ist ein nicht unkomplizierter Vorgang. Diese Libelle ist abgestürzt. Zwar habe ich sie gerettet, die Flügel waren aber beschädigt und nach weiteren Abstürzen war sie nicht lebensfähig. Und hier wurde beim Schlupf der ganze Oberkörper von einem Vogel abgebissen. Wir sehen den Rest des Hinterleibs. Vorne trocknet gerade eine Kleinlibelle und hinten steigt eine andere aus der Larve. Kleinlibellen steigen nach vorne aus und müssen danach auch erst den langen Hinterleib ausbilden. Die unscheinbaren Farben der noch unreifen Libellen schützen sie in diesen gefährlichen Momenten vor Entdeckung. Ready for Take-Off. Auf zum Jungfernflug. Ich werde meine Freunde über den Winter sicher vermissen, auch wenn klar ist, nächstes Jahr werden es neue Freunde sein. Nur ein Sommer oder ein paar Wochen sind ihnen vergönnt. So findet man übers Jahr ganz unterschiedliche Arten. Los geht es im Frühjahr mit Winterlibellen und frühen Schilfjägern. Dann kommen die Falkenlibellen und Königslibellen. Im Sommer die Mosaikjungfern. Und im Herbst dann die Heidelibellen, die schon mal im November auch noch bei 10 Grad fliegen. Inzwischen bin ich Naturschutzwächter im Standortübungsplatz und passe somit ehrenamtlich auf meine neuen Freunde auf. So haben sich für mich durch Corona auch positive Entwicklungen ergeben.